Untrennbare Verben. Sicher erkennen und nutzen. Hallo zurück zu unserer Präfixreihe. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Teil 2. Letztes Mal haben wir ja die trennbaren Verben geknackt und Lena, du hast das super zusammengefasst, oder? Ja. Also, Anna, die trennbaren Verben aus Teil 1. Die habe ich jetzt drauf. Das Präfix springt ans Ende im Präsens. Anrufen, ich rufe an. Und im Perfekt schiebt sich das G dazwischen. Angerufen. Und die Betonung ist vorne. Anrufen. Super, Lena. Genau das sind die wichtigsten Punkte. Ich sehe, das sitzt. Ja, aber dann wollte ich gestern einer Freundin erzählen, dass ich ein Paket bekommen habe. Bekommen. Da dachte ich, kommen kennen wir ja von mitkommen, also trennbar. Ich wollte sagen, ich komme ein Paket B. Das klang aber total komisch und falsch. Da hast du vollkommen recht. Das klingt falsch. Und du bist genau auf den Punkt für heute gestoßen. Bekommen ist eben kein trennbares Verb. Es gehört zur zweiten großen Gruppe, den untrennbaren Verben. Ah, die untrennbaren, die verklebten, wie du sie fast genannt hättest, die sich nie trennen. Genau die häufigsten untrennbaren Präfixe sind be, ent, er, ge, ver, zer und oft auch miss. Diese bleiben immer fest mit dem Verb verbunden, wie mit Superkleber. Okay, be, ent, er, ge, ver, zer, miss, klingt wie das geheime Grammatikpasswort. Genau. Und wer's kennt, kommt durch jedes Verbschloss durch. Hat das auch was mit der Bedeutung zu tun, fragst du dich sicher? Ja, oft. Diese Präfixe verändern die Bedeutung des Verbs meistens sehr stark, machen sie oft abstrakter oder geben eine spezifische Funktion. Lass uns kurz ein paar Beispiele anschauen, bevor wir zu den Grammatikregeln kommen. B. Macht ein Verb oft transitiv, braucht ein direktes Objekt oder beschreibt, dass man etwas mit einem Objekt tut. Denk an arbeiten, etwas bearbeiten, sprechen, etwas besprechen, antworten, eine Frage beantworten. Fair kann vieles bedeuten, oft etwas Falsches tun, sich verlaufen, einen Wechselende anzeigen, blühen, verblühen oder auch etwas intensivieren oder verbrauchen, brauchen, verbrauchen. Bei stehen, verstehen ist die Bedeutungsänderung sehr groß. Ent drückt oft ein Entfernen, ein Wegnehmen oder den Beginn von etwas aus, wie bei decken, entdecken, kommen, entkommen, stehen, entstehen. Er signalisiert oft das Erreichen eines Ergebnisses, oft positiv oder final, erzählen, erfinden, erreichen. Zer bedeutet fast immer Zerstörung, zerbrechen, zerstören. Miss drückt meist etwas Negatives oder Falsches aus, missverstehen, misslingen. Beispiel: Ich habe dich total missverstanden. Wow, okay, das ist ja spannend. Also macht was mit einem Objekt. Ver kann falsch oder Wechsel bedeuten. Ent oft weg oder Beginn. Er wie Ergebnis, zer wie Zerstörung und miss wie falsch. Das gibt schon mal eine Idee. Genau. Es sind nur Tendenzen. Jedes Verb muss man lernen, aber es hilft. So, und jetzt die Grammatikregeln für diese untrennbaren Verben, die sind zum Glück ganz klar und das Gegenteil von den trennbaren. Regel Nummer 1. Keine Trennung im Satz. Das Präfix bleibt immer vorne dran. Untrennbar. Ich besuche meine Tante. Nicht. Ich suche meine Tante B. Untrennbar. Sie versteht das Wort. Nicht. Sie steht das Wort fair. Untrennbar. Er erzählt einen Witz. Nicht. Er zählt einen Witz er. Okay, Regel 1. Klebt immer fest. Einfach. Richtig. Regel Nummer 2. Kein
GE im Partizip 2. Das ist der zweite große Unterschied zum Perfekt der trennbaren Verben. Besuchen. Partizip 2. Besucht, kein GE. Ich habe sie besucht. Verstehen. Partizip 2. Verstanden, kein GE. Sie hat es verstanden. Erzählen. Partizip 2. Erzählt, kein GE. Er hat es erzählt. Kein G. Okay, also einfach Präfix plus Partizipstamm. Das ist auch logisch. Genau. Und Regel Nummer 3, der Hörtipp, die Betonung. Bei untrennbaren Verben liegt die Betonung immer auf dem Verbstamm, nicht auf dem Präfix. Hör mal. Besuchen, nicht besuchen. Verstehen, nicht verstehen. Erzählen, nicht erzählen. Vergleich nochmal mit trennbar. Anrufen, aufstehen. Ja. Besuchen, anrufen. Der Unterschied ist total klar. Betonung auf dem Stamm, gleich untrennbar. Betonung vorne, gleich trennbar. Das ist die beste Eselsbrücke. Ist es oft. Eine sehr gute Faustregel. Zusammenfassend also für untrennbar. Immer zusammen. Kein G. Imperfekt. Betonung auf dem Stamm. Super! Das habe ich jetzt. Können wir das kurz üben? Na klar. Übung 1. Das Verb verkaufen, untrennbar, ver oft für Wechsel, weggeben. Sag im Präsens, er verkauft sein Auto. Untrennbar, Präsenz. Er verkauft sein Auto. Richtig. Und imperfekt. Er hat sein Auto verkauft. Perfekt, kein G. Er hat sein Auto verkauft. Spitze. Übung 2. Das Verb entdecken. Untrennbar, oft für Beginn, wegnehmen. Sag im Präsens, wir entdecken eine neue Welt. Untrennbar. Wir entdecken eine neue Welt. Korrekt. Und imperfekt. Wir haben eine neue Welt entdeckt. Kein G. Partizip entdeckt. Wir haben eine neue Welt entdeckt. Perfekt. Miniquiz. Trennbar oder untrennbar? Jetzt wieder gemischt. Trennbar oder untrennbar? Sag mir das Partizip zweiten bezahlen. Bezahlen. Betonung auf dem Stamm. Untrennbar. Partizip. Bezahlt. Richtig. Abholen. Abholen. Betonung vorne. Trennbar. Partizip. Abgeholt. Super. Erfinden. Erfinden. Die Betonung liegt auf dem Stamm. Finden. Also untrennbar. Partizip. Erfunden. Klasse. Zumachen. Zumachen. Betonung vorne. Trennbar. Partizip. Zu gemacht. Exzellent. Du bist ein Profi im Auseinanderhalten geworden. Juhu! Es funktioniert. Also 1. Untrennbare Präfixe be, ent, er, ge, ver, zer, miss bleiben immer am Verb. 2. Sie ändern die Bedeutung oft stark. Zum Beispiel be auf Objekt, ver, Fehler, Wechsel, ent, weg, Beginn, er, Ergebnis, zer, Zerstörung, miss, falsch. 3. Kein G. Im Partizip 2, 4. Betonung liegt auf dem Verbstamm. Perfekt zusammengefasst. Die verklebten Präfixe eben. Sie bleiben immer zusammen, bekommen kein G im Perfekt. Stattdessen wird der Verbstamm betont. Die kleben fester als mit Superkleber. Die kriegst du nicht mal mit Grammatik-Superkraft getrennt. Das merke ich mir. Sind das jetzt wirklich alle Präfixtypen? Oder kommt noch was? Fast geschafft. Es gibt noch eine kleine, aber feine Gruppe. Präfixe, die beides können. Mal trennbar, mal untrennbar sein, je nach Bedeutung. Die kleinen Chamäleons der deutschen Sprache. Oh nein, das klingt ja nochmal spannend. Ist es auch. Aber keine Sorge, das ist das Thema für Teil 3.
Für heute haben wir die große Unterscheidung zwischen trennbar und untrennbar geschafft. Riesenschritt. Ja. Danke dir. Jetzt fühlt sich das schon viel logischer an. Sehr gern. Und ihr da draußen? Ist der Unterschied jetzt glasklar? Was denkt ihr, ist Verstehen für euch eher logisch wegen des Präfixes ver oder eher ein Wort, das man einfach auswendig lernen muss? Jetzt seid ihr dran. Was ist euer Lieblings-Superkleberverb? Schreibt einen Satz im Perfekt mit einem untrennbaren Verb. Und wenn ihr bereit seid für die nächste Grammatiktransformation, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, denn Teil 3 wird richtig spannend mit den Verwandlungspräfixen. Und lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es geholfen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss, viel Spaß beim Nichttrennen.